Bruce hier, BB2K Airsoft Channel auf der IWA 2026 am Stand von Garmin. Hat so eigentlich erstmal nichts mit Airsoft zu tun, aber wir werden heute rausfinden, ob man da vielleicht doch was Airsoft-mäßiges mit Garmin zusammen machen kann. Ich kann euch schon mal verraten, allein schon mit der Uhr kann man eine ganze Menge machen, was Airsoft-technisch hilft. Aber wir haben noch ganz viele andere Produkte. Und damit ich nicht zu dumm dastehe, habe ich hier von Garmin den Lutz. Der kennt sich bestens aus und wird mich hier durch den Stand geleiten, ohne dass ich einen großen Fehler mache. Ich hoffe, wir fangen erstmal ganz einfach an mit den Uhren, oder? Schön, dass du da bist, Bruce. Ja, zunächst erstmal, ich sag mal, seht ihr hier, ich habe damals mit der Tactix 7 gestartet, weil ich wollte mal was anderes haben, wollte keine Apple-Uhr haben, wollte eine Uhr haben, wo ich nicht andauernd jeden Abend hier das Teil an den Akku anschließen muss. Und das Ding hält 30 Tage. Und ich war so begeistert, dass ich mir gesagt habe, ich wechsle jetzt von der 7 auf der 8 und die hat noch mehr Features. Wenn ich euch das erzählen würde, das sprengt wirklich den Rahmen. Es ist unglaublich, was da alles drin ist. Jeden Tag lerne ich wieder was Neues dazu, auch zum Thema Airsoft. Aber ich denke mal, das kann man in einem separaten Video machen. Nur so, man kann Wegpunkte markieren, wenn man in einem LARP-Event ist. Man sieht schon ein Zielobjekt, darf es aber noch nicht nutzen. Kann ich mir das abspeichern? Oder ich muss zu bestimmten Koordinaten, kann ich mich hier hinleiten lassen. Es ist absolut göttlich. Und man sieht zum Schluss an den Abend, dass man fit und sportlich war. Und das finde ich richtig genial. Aber jetzt kommen wir zu den Uhren. Was ich toll finde, aber auch leider schade, als ich mir die Tactix 8 geholt habe, da gab es die Cerakote beschichtete noch nicht. Und die finde ich richtig sexy. Ja? Ich hole die mal raus. Denn ich habe ja die normalen, haben ja so ein Titangehäuse. Die hat leider die Nachteil, guck mal, die ist gerade mal so ein Jahr alt, hat ja schon so ein bisschen Schramm. Das lässt sich leider nicht vermeiden, weil die trage ich rund um die Uhr. Ich nehme die wirklich nur ab, wenn da Strom benötigt wird. Oder ich muss mal gucken, ob ich mich unter dem Arm mal ein bisschen waschen muss. Ja? Ansonsten ist sie immer an. Und hier mit den Cerakote-Beschichtungen haben wir natürlich ein richtig stabiles Gehäuse. In Kombination mit dem Saphirglas ist das, ich sag mal, in Anführungszeichen unzerstörbar und auch rein optisch, ja, das sieht absolut perfekt aus. Das Einzige, was ich jetzt noch festgestellt habe, die EKG-Funktion ist dann hier deaktiviert, weil wir hier nicht die Möglichkeit haben, durch die Cerakote-Beschichtung hier einen Kontakt mit dem menschlichen Körper zu erreichen. Aber ich denke mal, EKG, wann macht man das schon eher selten. Also wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, die einzutauschen gegen Cerakote, wäre ich total dabei. Könnt ihr ja mal unten in die Kommentare schreiben, was wäre so euer Favorit. Das Weitere, was neu rausgekommen ist, limitiert. 500 Stück, oder Lutz? Anna erwischte mich gerade tatsächlich kalt. Wir haben auf jeden Fall eine von den limitierten hier hängen. Das ist jetzt die Sonderedition als Beretta-Edition. Handelt sich hierbei um die Mark II, die Commander-Variante. Und wenn wir die mal so ein kleines bisschen hier aktivieren vom Display her, sehen wir das ganze Thema hier vom Display-Design in der Beretta-Variante. Was die Besonderheit ist, und das ist mit Sicherheit hier das Carbon-Housing der Uhr. Das heißt, es ist aus einem Carbon-Block gefräst, was einfach immens lange dauert. Letztlich ein Fertigungsprozess von 50 Tagen in 16 unterschiedlichen Arbeitsschritten, um das Ganze so hinzubekommen. Und die ganze Maserung, die ist halt unique. Die Uhr wird es genau in dieser Variante mit der Form und genau der Maserung auch nur einmal geben. Und das macht sie wirklich super, super besonders. Und ich finde sie richtig schick. Ich finde die auch total schick. Und wenn man sich jetzt mal dieses Armband alleine schon mal anschaut. Es ist ja leider nur ein Video, ihr könnt es gar nicht fühlen. Wenn ich diese Uhr in der Hand halte, ich merke eigentlich gar nicht, dass ich eine Uhr in der Hand halte. Das ist absolut fantastisch. Und man hat hier hinten drauf, habe ich irgendwie schon mal geguckt, kann man auch gucken, welche Seriennummer das hat. Wir haben geschaut und das ist die Nummer 1. Also sozusagen, das ist die allererste Variante von dieser Uhr und die habe ich hier in meinen Händen. Wahnsinn. Und der zweite Wahnsinn ist, glaube ich, 3.500 € hat das gekostet, ne? Aber die ist schon ausverkauft und ich habe die Chance, die hier mal in den Händen zu halten. Das ist der absolute Wahnsinn. Was gerade hier die große Herausforderung ist, wirklich die Verarbeitung des Materials Carbon. Carbon schluckt einfach GPS-Signale und nach wie vor aber auch hier die gleiche Performance zu haben, wie wir sie von unseren anderen GPS-Multisportuhren kennen. Ja, und das Ganze eben in dem Carbon-Housing, das macht die Uhr auch nochmal so besonders. Oh, okay, hätte ich jetzt nicht gedacht. Und
Dann haben wir hier noch, dann haben wir ja noch die Phoenix-Uhr, das ist die 8 Pro. Die hat ja noch eine Besonderheit, hast du gesagt. Die hat ja die Möglichkeit, per Satellit einen Notruf rauszuhauen, oder? Ja, du hast mehrere Möglichkeiten. Also grundsätzlich ist es weltweit mit die erste Uhr, die auch am Handgelenk Satellitenkommunikation kann. Zum einen, neben der Satellitenkommunikation hat sie ein LTE-Modul verbaut. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, auch standalone über die Uhr zu telefonieren, Nachrichten versenden. Ich kann meine Position teilen. Wenn ich kein LTE habe, kann ich das Ganze über Satellit gestalten. Wir nutzen auf der Uhr Skylo als geostationäres Satellitensystem. Ist von der Verfügbarkeit in Europa und Nordamerika vorhanden. Und eigentlich, wo ich dann, egal wo ich unterwegs bin, kann ich das Ganze eben nutzen, mobilfunknetz unabhängig, freie Sicht zum Himmel vorausgesetzt. Und wir haben eben hier auch die InReach-Technologie mit verbaut. Das heißt, ich habe per Knopfdruck die Möglichkeit, einen interaktiven SOS abzusetzen. Und das Ganze landet dann bei einer internationalen Rettungsleitstelle, Garmin Response. Damit bekomme ich wirklich eine Plug-and-Play-Lösung, die Rettungskette in Gang zu setzen, und Garmin Response übernimmt die Koordination mit den örtlichen Behörden, und was ein riesen Benefit ist, in deren Landessprache. Gerade wenn ich eventuell auf der Landessprache nicht mächtig bin, 112, vielleicht habe ich einen Mobilfunk, aber ich hatte mal meine Erlebnis, ich spreche kein Litauisch, die Leitstelle kein Englisch, und das war ein relativ langer Prozess, bis wir uns einig waren. Okay, und wenn ich jetzt den Notruf absetze, kriege ich irgendwie eine Information, dass es jetzt funktioniert hat, oder muss ich darauf hoffen, dass jemand... Grundsätzlich habe ich die Möglichkeit auf der Uhr für eine Zwei-Wege-Kommunikation. Ich kann Nachrichten raussenden, über die Uhr als vordefinierte Nachrichten, aber auch wenn ich das Telefon noch dabei habe, kann ich ganz normal über die Garmin Messenger-App tippen, und der schickt sie über die Uhr via Satellit raus. Beim Ankommen genau das Gleiche. Ich bekomme meine Response, Notruf ist eingegangen, und kann dann im Nachgang spezifizieren, was ist denn das konkrete Problem, um dann wirklich auch anhand des Lagebildes spezifische Hilfe zu leisten. Also das ist schon mal irgendwie eine ganz, ganz coole Sache. Also gerade für den Outdoor-Bereich hat man was in der Hand, wo man für den Notfall auch gerüstet ist, für Leute, die wirklich mal so fernab von den Touristenwegen unterwegs ist, und können sich dann auf jeden Fall auch sicher sein, wenn sie sich irgendwann mal die Beine brechen beim Klettern oder weiß ich wo, dass man halt die Möglichkeit hat, doch noch Hilfe rauszuholen. Und das in so einer kleinen Uhr feiere ich total ab. Ich kenne ja von euch, da gibt es ja diese größeren Geschichten, ne, die man mit sich rumtragen können, aber die können wahrscheinlich mehr Features als diese Uhr. Aber das jetzt hier kompakt in so einer kleinen Uhr, die ist genauso groß wie die hier, unglaublich, ja. Finde ich richtig spannend. Ja. Was kannst du uns noch zeigen? Ja, wir haben einiges noch. Also wir haben auf der anderen Seite hier noch das ganze Thema der Instinct-Uhren. Auch hier sind wir bei letztlich Uhren, die fürs Gröbste geeignet sind. Sprich, auch die sind zertifiziert nach Militärstandard, um einfach draußen wirklich auch grob unterwegs zu sein. Was du jetzt hier siehst, das ist unsere Instinct Crossover. Die ist noch relativ neu. Wir haben jetzt hier den Demo-Modus laufen. Und was hier das Besondere ist, es ist letztlich eine klassische Uhr mit einem klassischen Uhrwerk, mit den ganz normalen Zeigern. Auch das Display, wenn das deaktiviert ist, erkenne ich erstmal keine smarten Funktionen hier raus. Habe aber hinter den Kulissen einen absoluten Hochleister. Und auch die Zeiger werden hier ins Display mit eingebunden, um verschiedene Daten zu zeigen. Und damit ist das auch nochmal für Leute, denen eine smarte Uhr zu smart ist, das Ganze in einer schönen Kombination. Ich finde es sehr, sehr interessant, weil diese Kombination interessant wäre für mich die Frage, wenn jetzt, sagen wir mal, hinter dem Zeiger jetzt was Wichtiges ist, was ich lesen will. Reagiert der Zeiger und schiebt sich dann zur Seite, dass ich was lesen kann? Genau, und man sieht, der geht jetzt auf diese letztlich 3-9-Stellung einmal quer, und dadurch kann ich das Display oben und unten eigentlich vollwertig nutzen, wenn ich auch Nachrichten lesen möchte oder auch in die Navigation hier einsteige. Auch das kann sie. Ja, cool. Und damit habe ich jetzt aber auch gerade für den Kompass als Nordnadel oder... Ach, habe ich gerade, ja, das ist ja cool, ja. Und wir haben auch hier, das ist meine persönliche Highlight-Funktion bei unseren Outdoor-Uhren, die Taschenlampe, die ich quasi auch hier überall mit reinbringen kann. Auch in der Instinct haben wir das Ganze hier mittlerweile mit eingebunden, so dass ich hier in dem Fall bei den taktischen Varianten das Ganze grün darstellen kann. Aber auch die kann ich natürlich entsprechend dann im Weißlicht oder auch hell nutzen, je nachdem, wie ich das Ganze haben möchte. Ja. Ich muss ehrlich sagen, die meisten Funktionen, die ich nutze, hier bei meiner Uhr, ist wirklich die Taschenlampe abends.
Ich bin schon fast zu voll aufzustehen, um mir das Licht anzumachen, wenn ich auf Toilette gehe oder wenn ich morgens aufstehe und meine Frau schläft noch, mache ich hier meine Lampe an, ja auch grün, damit es nicht so stört, und den Timer, wenn ich koche, wenn ich irgendwas mache und ich habe wieder den Kopf voll und dann vibriert die Uhr und ich weiß ganz genau, ah ja, da war ja noch was gewesen, ich muss ja noch was erleben, und damit hat es schon mal angefangen und die Uhr will ich gar nicht mehr missen. Aber jetzt würde ich sagen, jetzt kommen wir zu einem epischen Produkt. Ich habe nur gelesen, Laserentfernungsmesser. Ich habe den Preis gesehen, 2.400, 2.500. 2.499. Also 2.500 Euro. Und da habe ich gedacht, warum ist ein Laserentfernungsmesser, der mir sagt, wie weit ist mein Objekt entfernt, so teuer?